Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich bin heute bei René Helbig und der hat hier eine wunderschöne Rangieranlage gebaut. Die habe ich im März 2024 schon mal im MVG-Museum gezeigt. Und jetzt schauen wir uns das mal im Detail an. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben uns mal vorgenommen, weil wir es ja auf der Messe war es ein bisschen zu hektisch, gesagt, wir wollen mal dieses Rangierspiel genauer erklären. Diesen Timesaver von John Allen, der den 1966 entworfen hat. Vielleicht können wir den hier nochmal ganz kurz im Großen und Ganzen zeigen. Das ist also hier eine Anlage, die ist 1,74 Meter lang und 58 Zentimeter tief und hat hier einige Weichen, einige Wagen, die schon aufgestellt sind. Und das sind jetzt so Plättchen drauf mit Nummern und auf das gehen wir dann gleich näher ein. Das wird mir dann der René gleich in aller Ruhe genauer erklären, was es jetzt damit auf sich hat, wie die Aufgabenstellung ist. Man kann also hier dann fahren. Ganz normal wird hier gefahren mit einer Märklin Mobile Control und dann werden die Loks auf Dreileitergleisen Märklin-Loks gefahren. Die haben beide Rangierkupplungen integriert, elektrische, und haben auch beide Geräuschelektronik. Geschaltet werden dann die Weichen hier über dieses Weichentableau. Digital im Hintergrund oder wie läuft das? Oder ist das rein analog? Man könnte sowohl als auch, hier über die Taster ist es rein analog. Der Anschluss an ein Digitalsystem wäre aber mit den vorhandenen Decodern auch möglich. Und dann gibt es da an verschiedenen Stellen auch Rangierstempel oder Kupplungsstempel, die man dann in Betrieb nehmen kann. Das können wir uns dann vielleicht aber auch später anschauen, wenn es soweit ist. Und jetzt vielleicht mal diese Aufgabenstellung. Was macht man denn beim Timesaver genau? Das Grundkonstrukt ist ja so eine Art Rangierpuzzle. Das heißt, ich habe bestimmte Wagen, die eine Aufstellung haben und die sollen in eine andere Position gebracht werden. Ich habe mir das so gedacht, dass ich bei mir die Plättchen auf den Wagen auflege, dass ich quasi eine Ist-Situation habe. Wir sehen hier diese kleinen Plättchen, die liegen einfach nur auf, die sind nicht geklebt. Und auf dem Stellplan liegt dazu das Zweitplättchen, also ich habe jede Nummer zweimal. Und die lege ich mir dann einfach nur zufällig auf dem Plan aus, was dann die Aufgabe ist oder das Zielbild, das ich erreichen will. Das heißt also, die Plättchen sind jetzt nicht irgendwie numerisch geordnet, sondern einfach willkürlich gelegt. Genau, in der Hand gemischt und ausgelegt. Und dann haben wir die hier eben auch als Zielvorgabe, so wie es am Schluss dann sein soll. Und die Ist-Vorgabe ist anders. Also wenn wir jetzt hier mal schauen, dann haben wir jetzt hier auf dem Gleis die Nummer 4 und die Nummer 5 und dann auf dem letzten Gleis die 12. Dann haben wir hier zwar die Nummer 5 auch schon, aber noch an der falschen Stelle. Und hier ist jetzt nicht die Nummer 5, sondern stattdessen die Nummer 10. Aber die 12 steht schon an der richtigen Stelle. Das hat einen Hintergedanken. Wir wollten das Spiel nicht unendlich lang machen, sondern auf etwa 10, 12 Minuten hast du das jetzt dimensioniert. Genau, also die Runde ist jetzt eine einfachere Aufstellung, weil schon manche Wagen, wie du sagtest, genau richtig, die 12 zufälligerweise stehen bleiben kann. Da ist man so bei ungefähr 12 Minuten. Man kann aber auch sich die Runde selber schwerer machen, indem man sich selber die Aufgabe schwieriger legt und was vertauscht. Oder auch der Zufall ergibt sich natürlich so. Wenn ich es auslege, kann ich auch mal eine halbe Stunde in derselben Wagenaufstellung verbringen, weil ich besonders oft rangieren muss. Ja. Zusätzlich habe ich noch die Option mir aufgelassen, das ist abweichend vom Originalplan, dass ich hinten noch Zusatzgleise habe, wo ich auch noch Wagen abstelle, die jetzt nicht berücksichtigt sind, die ich aber jederzeit einbinden kann. Also hier haben wir jetzt die 1, die 6 und die 7 und die sind dann jetzt hier auch schon an einer Stelle 1, 6 und 7. Genau, die sind berücksichtigt. Jetzt lassen wir sie stehen, damit wir nicht eine Stunde oder anderthalb brauchen zum Rangieren. Das kann dabei auch passieren. Aber hauptsächlich ist es der Variation oder halt dem Aufwand, den ich betreiben will. Das heißt, ich kann mich von 10 Minuten bis zu 1,5 Stunden damit beschäftigen, je nachdem, was ich mir selber sage, wie viele Wagen nehme ich, wie viele freie Plätze erlaube ich mir. Da bin ich ein bisschen freier. Also ich halte mich nicht so strikt an die Grundregeln, sondern habe mir das für meine Bedürfnisse ein bisschen angepasst. Ich spiele auch eher nicht auf Zeit, sondern eher einfach nur, sag ich mal, des Puzzlens willen, möchte ich es jetzt mal so ausdrücken. Man kann es aber auch gegen Freunde spielen und dann sagen, ich mache für jede Aktion einen Punkt. Jedes Weichenstellen ist ein Punkt. Jedes Verfahren ist ein Punkt.
Ausgenommen natürlich irgendwelche technischen Defekte, wenn ein Wagen mal nicht abkuppelt, da kann ja kein Bediener was für. Und dann könnte man zählen, wer hat denn die meisten Punkte. Oder ich spiele auf Zeit. Ich mache dann zum Beispiel die Beschleunigungsverzögerung von der Lok, mache ich raus und wir fahren einfach wirklich pur nach Stoppuhr. Dabei ist es egal, ob ich jetzt 100 oder 200 Züge brauche. Wichtig ist am Ende nur, wer war schneller. Diese Variation haben wir dann. Gut, und jetzt legen wir dann mal los mit der ersten Aufgabenstellung. Haben wir hier jetzt auf dem Gleis die Nummer 3 und die Nummer 8. Und hier steht zwar die Nummer 8, aber da müsste eigentlich die 3 hin. Und wie legen wir da jetzt los? Genau. In dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel die V60 mal nehmen. Mit der würde ich dann vorfahren, die 3 abholen schon gleich und hier unten auf dem Überholgleis abstellen, die 8 wiederum dann rausziehen. Dann kann ich ganz gemütlich die 3 reindrücken und die 8 dann davor stellen. Dann machen wir das doch jetzt mal. Wunderbar. So, die Weichenstraße ist soweit schon gestellt, dass ich sage, ich biege zwar einmal kurz ab, aber ich will ja zurück und mir erstmal die 3 noch holen. Geräusch haben wir auch bei den Loks. Können wir vielleicht mal einmal laufen lassen. Natürlich. Nachdem wir hier gerade eine Baustelle im Hintergrund, irgendwo Nebengebäude haben, das Dröhnen, das man zwischendurch hört. Die Geschwindigkeit der Loks ist automatisch, also nicht automatisch, das ist falsch, ist von mir gedrosselt worden, weil ich sage, auf einer kleinen Anlage möchte ich zum einen nicht zu schnell fahren und die Gefahr, dass ich einen Unfall baue und irgendwas anpresse, ist auch geringer. Jetzt in dem Fall möchte ich den hinteren Wagen, der angekuppelt ist, wie wir gerade gesehen haben, natürlich stehen lassen. Da können die eingangs erwähnten Kupplungsstempel über Servos ausgefahren werden. Die Kupplungen haben jetzt getrennt und ich kann den vorderen Wagen einfach abziehen. Jetzt fahre ich die Kupplung wieder runter. Jetzt ziehen wir die 3 aus dem oberen Gleis in den unteren Abschnitt hinein. Hier fahre ich jetzt auf das untere Gleis, da ich einen längeren Wagen habe und unten eine längere gerade Gleisstrecke habe. Denn das Abkuppeln mit diesen automatischen Kupplungen, so schön es funktioniert, bedingt wirklich, dass gerade Gleise verwendet werden. Beim kleinen Knick ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lok nicht sauber entkuppelt, einfach zu groß. Das heißt, jetzt in dem Fall wechsle ich wieder die Fahrtrichtung. Ich löse die Kupplung aus und fahre ab. Wir sehen, der Wagen bleibt schön sauber stehen. Das Kupplungsgeräusch ist hier der Kompromiss, als dass ich natürlich sagen muss, ich muss abfahren und kann nicht stehen bleiben. Aber das Kupplungsgeräusch ist halt vorgesehen, dass es seinen festen Zeitablauf hat. Deswegen fährt man teilweise, obwohl noch Kupplungsgeräusche abgespielt werden. So, jetzt habe ich mir die Fahrstraße so umgestellt, dass ich jetzt die 3 auf dem Zwischengleis überholen kann, um unten dann die 8 abzuholen. Da habe ich jetzt dann 2 Möglichkeiten. Ich lasse die 8 oben stehen, wo ich gerade umfahren habe. Oder ich ziehe die 8 bis in den Schuppen rein, wo wir gerade eben waren, und drücke mit dieser 8 gleichzeitig die 3 rein. Das macht es einfach und schneller jetzt in dem Fall. Damit habe ich dann nämlich mir auch einen Zug gespart, wenn ich die Züge zählen würde. Das erst der überholt jetzt. Können wir vielleicht noch mal kurz was zu den Weichen sagen. Das sind jetzt alles Märklin-C-Gleisweichen im engen Radius, weil die Anlage ja hier bei dieser Größe, bei 1,74 m, sowieso erstaunlich ist, dass man so viele Weichen unterbringen kann. Da hat halt einfach keine größere, schlankere Weiche Platz. Ist aber auch nicht nötig, es sind ja hier nur
kleine Rangierloks im Einsatz. Genau, das sind alles kurze Wagen, vollkommen richtig. Und mit schlanken Weichen würde der Gleisplan locker einen halben Meter bis 60 Zentimeter mindestens länger werden. Das heißt, da hätte man dann keinen 1 Quadratmeter mehr als Rangierspielanlage, sondern mindestens 2. Dann würde es nicht mehr so einfach zu transportieren sein. Du bist ja regelmäßig auch auf Ausstellungen und das passt wunderbar in einen Kombi rein, hast du schon erzählt. Genau, da habe ich mir dann auch eine nette kleine Sackkarre zugebaut, wo ich die Anlage reinpacken kann und zerstörungsfrei transportieren kann als eine Person. So, jetzt haben wir die 3 und die 8, genau wie das Zielbild uns vorgegeben hat. Der Rangierer hinten wird schon panisch, dass ich nicht auf den Puffer auffahre, den Prellbock. Den müssen wir hier auch mal zeigen. Es sind ja hier viele Details auf der Anlage auch verbaut. Ich schaue jetzt einstweilen auch mal, während die Lok abkuppelt, ein bisschen, was man hier so auf der Anlage sehen kann. Hier wird auch im Schuppen in der Halle gerade fleißig irgendwas verpackt oder irgendwas bereitgestellt. Hier sehen wir noch ein Hochregallager. Zu unserer Aufgabenstellung. Oben die 3 stehen ja an der Stelle, an der sie stehen bleiben sollen. Das Ausweichgleis da oben ist ja hier zum Abstellen von Zügen, die beim Spiel nicht benötigt werden. Hier unten ist die Aufgabe jetzt auch schon erfüllt mit der 3 und mit der 8. Genau. Und jetzt haben wir hier die nächsten Aufgaben. Dann haben wir hier eine 10 und eine 2 und die 12 und die 4 und die 5, die noch irgendwo zu verschicken sind. Die 12 ist nicht nötig, habe ich vorher schon gesagt, weil die schon am richtigen Platz steht. Genau, ich hole mir jetzt hier oben, habe ich mich entschieden, hole ich mir die 4 ab. Jetzt gucken wir mal, ob ich den Kuppler da oben getroffen habe und die 2 stehen lassen kann, weil die steht ja schon an der richtigen Stelle. Wunderbar, so wie soll das sein. Das heißt, hier haben wir die Aufgabenstellung, die 10 muss dahin und die 2 bleibt hier stehen. Genau. Und dann die 4 müsste jetzt eigentlich dann an der Stelle da unten irgendwo hin. Und das werden wir sehen, wie das jetzt abläuft. Genau, ich habe mich jetzt hier entschieden, dass ich jetzt die 4 einmal hier oben stehen lasse. Jetzt haben wir genau diesen kleinen Knick. Da sehen wir, es hat noch geklappt, aber noch weiter in den Radius rein hätte das Abkuppeln nicht mehr funktioniert. Hier sehen wir jetzt, damit ich aus der Weiche rauskomme, kann man unten einen kleinen Indusi sehen. Der mag nicht ganz korrekt sein, aber der ist für mich die Markierung, dass die Räder nicht mehr auf der Weiche sind und ich umschalten kann. Ja, irgendwann muss man sich behelfen, dass man doch das einigermaßen gut und sicher bedienen kann. Genau, in dem Fall sage ich mal, die Funktionalität hatte für mich da mehr Vorrang als die Detailtreue, weil die Sache auch einfach durch die, sage ich mal, handfreiere Bedienung, dass ich jetzt fast nur am Bedienfeld arbeiten muss, auch den Spielspaß ausmacht, dass ich selber teilweise auch einfach nur Beobachter sein kann. So, jetzt habe ich den angekuppelt. Die 10 will ich gerne stehen lassen oder mitnehmen. Das wäre jetzt der Fall, wo ich sagen kann, will ich komplett von Hand bedienen, also von Pult aus oder auch einen Handeingriff mir erlauben, dann könnte ich jetzt beide Wagen rausziehen und die 10 hochdrücken, müsste aber in zweiter Reihe dann von Hand die 5 abkuppeln. Ja, hier haben wir ja die Kupplungsgleise mit diesen Kupplungsstempeln nur an den Endgleisen und nicht mitten im Gleis in der Anlage. Dann könnte man das tatsächlich in der Anlage auch nochmal irgendwo machen. Genau. Oder man muss von Hand gucken. Ja. Aber wir machen das jetzt hier, so wie es sich gehört, alles ohne Handgriff. Ich kann auch gar nicht beide rausnehmen, weil ich ja über das Gleis oben drüber einstoßen müsste, um hochzuziehen. Da ist ja aber die 12 im Weg. Da steht der eben. Das heißt, ich kann da gar nicht mit 2 Wagen rein. Ich ziehe jetzt wieder vor bis zum Entkuppler, trenne und fahre weiter. Das heißt, der muss jetzt auch irgendwo abgestellt werden, wo er nicht im Weg ist.
Genau, so gesehen war es eigentlich sogar gar nicht so schlau, die 4 zuerst rauszuholen, weil meine Überholung jetzt gar nicht mehr geklappt hat. Jetzt muss man sich anders behelfen. Genau, aber das ist eben auch das, was es ausmacht. Ich kann es auf einfachem Weg ganz schnell lösen. Oder, wie Sie sehen, ich mache hier fast sozusagen einen kleinen Fehler. Jetzt zum Beispiel stehe ich auch auf der Weiche, die kann deswegen nicht schalten. Ein Stück zurück dafür. Richtiger Hinweis, die Fahrstraße war nicht gestellt. Zu meiner Verteidigung, ich sehe es durch die Kamera nicht. Ja, ich habe es aber auch nicht gezeigt. Aber jetzt wird ja hier mit der elektrischen Kupplung abgestellt. Nee, der wäre wieder im Weg. Hier mache ich jetzt dann tatsächlich doch mal einen Handtausch durch meinen kleinen Fehler von vorhin. Aber für den Zweck liegt hier der Entkuppler. Genau. Aber auch für das hintere Gleis, wo die 3 Wagen stehen, die wir lassen, da habe ich keine Entkupplungsstempel eingebaut, weil die doch auch ein wenig kostspielig sind. Deswegen habe ich mich auf die 5 Stück auf den Spielgleisen beschränkt. So, hier sehen wir jetzt, die Kupplungen sind so auf identischer Höhe, dass die mal nicht angekuppelt haben. Auch das kann passieren. Das wäre dann für mich einer am Eingang erwähnten technischen Aspekte, wo kein Strafpunkt für den Spieler anfallen würde. Oder jetzt hier, wo ich dachte, er hätte gekuppelt und ihn doch stehen lässt. Wiederum einer der Aspekte, wo ich sage, da kann der Spieler nichts für. Jetzt das. Kein Strafpunkt auf der Karte. Ja, jetzt wieder nicht. Dann drücken wir jetzt mal ein bisschen fester an. Vorführeffekt. In dem Fall muss der 5-Finger-Kran einmal helfen und selbst der versagt. Dann sind die Puffer bei den beiden Modellen vielleicht so nah aneinander, dass es gerade um ein Zehntel nicht reicht, irgendwo die Tiefe herzu. Also, dass die Haken nicht einkuppeln. Das nochmal versuchen. Jetzt. Das ist nämlich auch die Schwierigkeit bei der Sache, die Modelle so abzustimmen, dass die NEM-Schächte für die Kupplungen wirklich gut passen, dass die Puffer sich nicht in den engen Radien, der eingangs erwähnten engen Radien der Weichen, sich nicht überpuffern und verhaken. Deswegen muss man schauen, was für Rollmaterial man verwendet, und es geht doch oft mit viel Testen einher, bis man weiß, mit welchen man einen einigermaßen sicheren Spielbetrieb umsetzen kann. Das ist auch so eine Situation, die es in Wirklichkeit ja wohl nicht geben würde. Aber ich sag mal, im Spielbetrieb ist es doch ganz nett, wenn die Lok mal so zwischen ein paar Wagen hängt. Oder ein bisschen mehr fährt. Wir haben wieder Kommentare bekommen. Bei YouTube ist es ja immer so, dass manche es so verbissen am Vorbild sehen, dass sie sagen, nein, das kann ja gar nicht sein, das darf ja nicht. Aber Spielen muss Spaß machen, und ich denke, so macht es auch mal Spaß. Das wird manuell abgekuppelt. Dafür haben wir jetzt dann den hier. So, jetzt muss man dann die 4 doch mal wieder unten parken. Wir merken, der kleine Fehler, den ich gemacht habe, die 4 da oben rauszuholen zuerst, der kostet uns jetzt so viele Züge. Weil er die 4 vor die 5 muss ich den nachher wieder umrangieren. Und das ist ja die 10, oder? Und die 10, die genau, hätte eigentlich da schon hingepasst. Genau, aber die konnte ich ja nicht hochziehen, weil ich ja die 4 am Haken habe. Deswegen lasse ich jetzt die 4 stehen,
ziehe jetzt die 10 raus und drücke sie vor die 2 rein. Dann haben wir zumindest dieses Gleis schon mal, wie es die Aufgabe vorsieht, bestückt. Und in der Regel spielt man das dann mit einer Rangierlok oder manchmal auch, wenn es ganz eng wird, kann dann die Köpfe zum Einsatz kommen und irgendwo von der anderen Seite hier irgendwas aufräumen. Also mein Primärgedanke ist, dass ich mich abwechsle. Ich spiele mal mit der einen, mal mit der anderen Lok. Ich habe ihn aber auch schon ab und zu mal versucht, aber da muss man sich dann wirklich konzentrieren, dass während ich mit einer Lok unten einen längeren Umsetzungsvorgang habe, ich mir quasi, wenn ich die oberen Wagen, die 3, mit einbeziehe, da eine Übergabesituation zwischen 2 Loks mache und während jetzt wie eine zum Beispiel hier unten, die V60, langsam rumfährt, ich derweil umschalte und mit der Köpf etwas ins obere Gleis reindrücke. Aber das sind wirklich Sachen, das geht, wenn man alleine ist, wenn ich zum Beispiel auf Ausstellungen bin oder sowas und man ist abgelenkt, das funktioniert nicht, da macht man zu schnell Fehler. Oder wenn man so wie jetzt nebenbei ein Interview macht, dann geht das erst recht nicht. Genau. Aber ja, theoretisch könnte man auch mit 2 Loks machen. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass ich noch ein Zusatzmodul baue, dass man dann später mit einem quasi fast spiegelverkehrten Modul mit einer zweiten Person sich über das obere Gleiswagen übergeben kann von Modul zu Modul. Dann macht es natürlich dann wieder umso mehr Sinn, 2 Lokomotiven zu haben. Und da ist dann der Übergang, dieses Gleis hier, das wir hier sehen. Genau. Das hat hier seinen Anschluss zum Nachbarmodul und hier eine Gleisstromunterbrechung, habe ich mir vorher schon sagen lassen, damit die Stromversorgung dann vom Mittelmodul aus geschehen kann. Genau, das ist jetzt eine kleine Sicherheit, dass man eben, sollte man wirklich mal kurz nicht aufpassen, eine Lok einfach nicht über die Kante fährt, sondern stehen bleibt mangels Strom. Und jetzt muss wieder die 4 rausgeholt werden, damit die hier nicht im Weg ist, damit der 5er dann da zuerst neben den Schuppen rein kann. Genau, und damit ist dann auch endlich der Fehler vom Anfang geheilt, die 4 vor ihrer Zeit aus dem Gleis zu holen. Da setze ich jetzt einmal zurück, hole die 4 raus, fahre wieder über den Schuppen, wo wir gerade rausfahren, über die Umfahrung hoch, lasse sie stehen und drücke erst die 5 rein. Aber dann muss der 5er jetzt auch erstmal irgendwo abgestellt werden, weil der hier im Weg ist wahrscheinlich, oder? Ja, der steht eigentlich schon gut so, damit ich ihn von da aus reindrücken kann. Ich drücke den ein bisschen mit zurück und beim Vorfahren lasse ich ihn dann wieder stehen. Das ist eben das, was ich mir sage, wenn man es originalgetreu machen will, geht das nicht. Da muss man anders fahren, keine Frage. Das sind aber die Freiheiten, die ich mir in dem Fall für den Spielbetrieb selber erlaube. Wenn jetzt da unten unter dem Kran die 8 nicht stehen würde, was wir zuallererst gemacht haben, dann könnte ich natürlich über die Überholung mit der 4 einmal komplett außen rumfahren und gleich reindrücken. Das geht jetzt natürlich nicht, weil das Gleis voll ist und nur noch eine Lok drauf passt. So, jetzt sind wir wieder so weit, dass ich hier vorwärts fahren kann. Den jetzt fälschlicherweise angedockten 5er ziehe ich wieder ein Stück vor. Und lasse den jetzt hier einfach vor der Weiche, wo er dann rein soll, lasse ich ihn stehen. Wir sehen, diese Kupplungen funktionieren wirklich wunderbar. Da macht es schon einfach Spaß, sag ich mal, davor zu sitzen und es einfach nur bedienen zu können. Ich schaue mal wieder ein bisschen auf die Anlage nebenbei. Man sieht hier einen am Streckentelefon. Hier wird gerade ein Unimog aufgeladen oder abgeladen von der Baustelle. Die Gleise haben wir schon gesagt, das sind echte Märklin C-Gleise. Aber wenn man genauer hinschaut, die haben hier Schotter. Das heißt also mühsam dann eingeschottert. Wie viel Zeit kostet es, bis sowas so weit ist? Ich hatte zwar eine gute, wir sehen das ganz kurz, das ist genau der Punkt, dass wir im Bogen waren. Das ist, sage ich mal, die Achillesferse dieser Kupplungen. Wenn die im Bogen sind, verhaken die sich und dann geht die Automatik mal nicht so schön. Zur Frage zurück, auch wenn ich eine Schotterhilfe habe zum Einziehen, ist es doch notwendig, mit einem kleinen Pinsel von den Schwellen alles abzuschieben.
und auch ja wirklich nur eine Lage an Schotter, die da drin reinpasst, zu haben, da sitzt man dann schon, sag ich mal, eine Stunde für den Meter dran, bis man das alles gepinselt und verklebt hat. Das heißt also eine Lage Schotter auf Märklins C-Gleisen, damit das alles sehr realistisch echt wird. Die Fahrzeuge sind ja hier auch alle von Hand patiniert, die Wagen auch, weil du schon gesagt hast, glänzende, original verpackte Wagen gefallen dir überhaupt nicht. Genau. Im Idealfall gibt es von mir keinen Schachtelglanz. Ich weiß, der Sammler fällt dabei vielleicht vom Ast, aber ich habe in dem Fall für mich einen anderen Anspruch erfüllt. Jetzt haben wir Stromausfall. Ah ja, kleine Unterbrechung. Manchmal passiert es auch eben von dem Schotter, dass sich Steinchen lösen und dann irgendwo mal dazwischen klemmen. Oder natürlich auch das klassische, einfach mal vielleicht wieder ein bisschen Fett und Schmutz. Das kennt, glaube ich, aber jeder Modellbahner. Auch wenn ich gestern geputzt habe, das rettet einen nicht vor so etwas. So, jetzt aber wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende der Aufgabe. Jetzt muss dann nur noch der Vierer hier richtig an die Stelle hin, wo der Fünfer schon steht. Und dann muss am Schluss noch die V60 aufgeräumt werden, damit dann alles irgendwo seine Ordnung hat am Schluss. Genau, mein gedachter Spielablauf ist quasi, dass ich im Lokschuppen oder an der Tankstelle starte und dort auch wieder die Runde dann beende. Gerade bei Zeitspielen gegeneinander wäre das natürlich, sage ich schon von Vorteil, einen Start- und Endpunkt zu haben, um irgendwo zu wissen, wann man die Zeit dann stoppt. So. Wir sehen jetzt auch in der Kurve angedrückt, hat jetzt erst der Wagen auf der Geraden angekuppelt. Kurven und Kuppelvorgänge vertragen sich einfach nicht. Deswegen auch ganz klar bei diesem Gleisplan kurze Loks, kurze Wagen. Hier braucht man nicht anfangen mit Doppeldrehgestellwagen längerer Art oder sonst irgendwas. Da wird man hier, denke ich, nicht besonders glücklich. Da müsste man wirklich dann eine längere Ausführung mit längeren Weichen und längeren Geraden machen. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben aufs letzte Video hin einen Kommentar gehabt von einem, da passt ja nicht mal eine Baureihe 01 drauf. Ich habe dann geantwortet, die muss ja auch nicht drauf passen. Das ist ja hier eine Rangierspielanlage, kleiner Rangierbahnhof, da hat eine 01 eh nichts verloren. Genau, ja, kann sie draufstellen zur Deko, aber natürlich vollkommen am Anwendungsfall vorbei in dem Sinne. So, jetzt können wir die 4 noch vor die 5 drücken und dann haben wir das ausgelegte Zielbild erreicht. Einmal umschalten, abkuppeln. Und dann muss noch die V60 an die Tankstelle, dann zeigen wir auch mal die Tankstelle, wie sie schön ist. Und zum Abschluss wünsche ich mir dann auch noch, dass die Köf noch eine kleine Runde fährt. Und dann müssten wir eigentlich ein schönes Video zusammen haben, das vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer Spaß macht. Oder Spaß gemacht hat, wenn er es angeschaut hat. Können wir hier gleich mal in den Schuppen auch noch mit reinschauen, der ist ja auch schön mit Beleuchtung. Das ist jetzt auch die Höchstgeschwindigkeit von der Lok, weil ich finde, das ist schon fast Rasen auf dieser kleinen Anlage. Und jetzt schauen wir, dass der hier die Lok betanken kann. Er steht schon bereit. Schon seit Stunden wartet er mit seinem Zapfhahn. Und jetzt kann die betankt werden. Ja, auch die Gebäude sind hier wunderschön patiniert. Selbst die Autos sind hier nicht so sauber. Es hat ja geregnet oder gestaubt. Insofern passt das eigentlich auch alles wirklich sehr realistisch.
Und jetzt ist die 260 V60 am Ende, hat ihren Auftrag erfüllt. Der Timesaver hat sein Projekt erfüllt, oder besser gesagt, René Helbig hat es richtig gelöst, mit ein bisschen Verzögerungen. Und jetzt lassen wir nochmal die Köpfe ein bisschen fahren. Ist auch ein Märklin-Modell. Auch mit Signalhorn. Und auch die hat die neue Folienkupplung. Deutlich erkennbar daran, dass jetzt diese Kupplung... da habe ich einen Fehler gemacht. Weiche vergessen. Genau der Punkt mit Reden und Fahren gleichzeitig. Die Kleine verzeiht natürlich solche Sachen ganz, ganz schlecht. Da die Weichen ja über Servo angetrieben sind, ist ein Aufschneiden natürlich nicht mehr möglich. Mit einem anderen Antrieb wäre natürlich oben das möglich gewesen, dann wäre es einfach durchgefahren. Hat das einen Grund, warum du die normalen Magnetantriebe hier rausgeworfen hast? Das hat für mich mehrere Gründe. Das eine ist eine Kostenfrage. Ich bin mit Servos und dem Servodecoder pro Kanal, den ich ansteuere, viel billiger als über Magnetartikel und M83-Decoder. Dann habe ich ein schönes langsames Verfahren der Weichen durch die Servoantriebe, weil ich ja die Geschwindigkeit einstellen kann. Und auch sind mir bei anderen Anlagen beim Bau schon während der Bauphase diese Weichenantriebe leider mehrfach durchgebrannt. Und damit war ich so unzufrieden, dass ich mich nach Alternativen umgeschaut habe. Die haben ja irgendwie Kontaktprobleme auf dem Gleis. Ja, ich glaube, mit der V60 habe ich so viel Fett verteilt, was bei 3 Achsen nicht auffällt, aber die Köpf mit nur ihren 2 Achsen da doch anfälliger ist. Da hilft dann auch kein Energiepuffer. Genau, da hilft dann wirklich nur wieder putzen, putzen, putzen. Ich weiß auch gar nicht, ob der integrierte Puffer wirklich fürs Fahren oder nur irgendwie für die Weiche oder für eine Glättung bezüglich der Ansteuerung für die Kupplung oder sowas zuständig ist. Gut, aber dann haben wir jetzt hier einen schönen, netten Abschluss gehabt mit diesem Rangierspiel, mit diesem Timesaver, den René Helbig hier vor 2 Jahren hat begonnen zu bauen. Eigentlich habe ich schon vorher mir sagen lassen, war diese Anlage nur so ein Versuchsballon zum Ausprobieren, wie das überhaupt ist mit Gleisen. Genau, ich habe eigentlich den Plan, wie glaube ich jeder ambitionierte Modellbahner, mal eine größere Anlage in dem Raum, in dem ich gerade sitze, zu bauen. Habe aber dank vieler anderer Kollegen, die auch tolle Videos aus ihrem Hobby gezeigt haben, gelernt, Fehler kann man auch hier zu Genüge machen. Und daher habe ich gedacht, ich baue mir erstmal kleine Anlagen, um an diesen alle Fehler zu machen, die ich dann bei großen Anlagen hoffentlich nicht mehr machen werde. Dass ich das jetzt natürlich hier mit diesem Rangierspiel als, sage ich mal, so attraktives Nischenprodukt, möchte ich schon was sagen, herausgetan hat und es nicht nur mir, sondern auch vielen anderen, hoffentlich auch euch, die hier zuschaut, Spaß macht. Das ist natürlich ein, sage ich mal, netter Zugewinn, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber den ich sehr gerne akzeptiere. Gut, dann bedanke ich mich beim René Helbig hier für die Vorstellung und fürs Vorführen des Timesavers von John Allen, damit man das auch mal so in der Praxis sieht, wie sowas eigentlich genau abläuft. Ich wünsche schon viel Spaß auf vielen, vielen weiteren nächsten Ausstellungen. Dankeschön, bis demnächst. Tschüss.